krass, was so ein bisschen Wetter ausmacht. Die letzten Tage waren eher so grau und sind so dahin gedümpelt und jetzt hat es gestern angefangen zu schneien. Das lädt direkt ein zum Rausgehen und macht einfach eine ganz andere Motivation wieder für den Tag. Die ersten Schritte auf frischem Schnee sind immer so cool. Und hier ist ein Tier anscheinend entlang gegangen. Ich komme gerade hier nicht richtig von der Stelle. Komm schon. Jedes Mal schwitze ich hier, wenn es schneit, weil mein Audi ist ein super Auto, aber es ist eigentlich eher so ein Stadtliebhaber und kein Waldliebhaber. Im Winter werde ich oft etwas unmobil im Kopf. Zu gerne igle ich mich daheim ein und vergesse, dass schon die kleinste Brise neuer Eindrücke einen großen Unterschied machen kann. Ich habe mir vorgenommen, einmal die Woche einen neuen Ort zu entdecken und das war heute dieser kleine See. Es sind wirklich nur ein paar Kilometer bis zu dem See und ich mache sowas viel zu selten, wirklich. Könnte ich viel öfter machen, mich einfach mal ins Auto setzen. Ich hänge gerade schon ein bisschen im Winterblues, daher versuche ich mir gerade eher kleine kreative Projekte vorzunehmen, bei denen nicht allzu viel schief gehen kann, die mir aber genauso viel Freude bereiten. Zum Beispiel Kerzenreste zusammengießen, das wollte ich schon so lange mal wieder machen. Und es ist so schön, wenn aus Müll wieder was Neues entsteht. Ich bin gerade noch nicht wieder komplett im Leben angekommen. Es ist hier morgens irgendwie immer echt kalt. Wir kriegen es abends immer voll schön warm und dann geht nachts der Ofen aus und irgendwann friert man so leicht. Dabei habe ich schon 2 Wärmflaschen. Und morgens dann aufzustehen, ist nicht einfach. Hinter mir köchelt gerade nochmal ein Wasserbad, weil ich meine Kerze ein bisschen nachgießen muss. Die ist super schön geworden. Also wirklich, ich hatte noch nie so eine schöne Kerze aus Kerzenresten. Normal wird das ja einfach immer so hässlich braun, aber das ist echt mega geworden. Nur, ja, die ist richtig doll abgesackt, was auch nicht verwunderlich ist, wenn man bei Extremtemperaturen Kerzen gießt. Meine meistgenutzte App aktuell ist eBay Kleinanzeigen. Da suche ich gerade nach Möbeln, die ich günstig bekommen und einfach aufhübschen kann. Ich habe letzte Woche angefangen, diesen Nachttisch abzuschleifen. Der war ziemlich schlecht lackiert. Ich bin nur nicht sehr weit gekommen. Leider bin ich jetzt aber an eine kleine Ressourcengrenze gestoßen, denn ja, wir haben keinen Strom mehr. Ich möchte heute endlich an meinem Nachttisch weiterarbeiten. Davor möchte ich aber noch unseren neuen Helfer vorstellen, der uns in Zukunft bei Stromengpässen retten wird. Wir haben hier aktuell 600 Watt Solar. Da wollen wir perspektivisch auf jeden Fall auch noch mehr. Aber selbst mit mehr Solar wird uns im Winter das nicht reichen. Selbst mein Papa, der 12.000 Watt Solar auf dem Dach hat, generiert im Winter nur 1/4 seines Stromverbrauchs über Solar. Den Rest bezieht er quasi vom Stromnetz. Und wir haben halt das Problem, dass wir kein Stromnetz haben. Wir sind komplett autark. Für unsere komplette Elektronik arbeite ich mit EcoFlow zusammen und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ein Generator für uns die beste Lösung ist, damit unsere sehr hochwertigen Akkus nicht über längere Zeit bei 0% in der Kälte stehen. Wir haben hier den Dual Fuel Generator von EcoFlow.
Da ist so ein richtiger leistungsstarker Motor drin. Den habe ich erstmal mit Motoröl gefüttert. Und dann auch schon Benzin eingefüllt. Man kann den Generator aber auch mit LPG-Gas betreiben. Typisch für EcoFlow gibt es eine Menge Möglichkeiten. Auch über die App kann man den Generator überwachen, starten und stoppen. Bis zum 28. Februar kannst du mit meinem Rabattcode 5% im EcoFlow Online-Shop sparen. Schau da gerne in der Infobox vorbei, falls dich das interessiert. Ein Generator ist natürlich immer so eine Sache. Wir sind froh, dass der zumindest sehr effizient ist. Das heißt, wir bekommen aus den 4 Litern, die hier reinpassen, 5 kW raus. Wir können also unseren Akku einmal komplett vollladen mit dem Ding. Das Tolle für uns ist dadurch, dass wir auch die 2 anderen Akkus von EcoFlow haben, dass das alles super in sich harmoniert in dem System und auch toll miteinander spricht und kommunizieren kann. Aber man kann natürlich auch jedes andere Gerät über eine ganz normale Steckdose hier laden. Meine Idee für die Kommode war ja, die neu zu lackieren, aber ich wollte gerne diese oberste Platte, Holz lassen, deswegen habe ich die auch komplett abgenommen. Ich muss aber zugeben, ich habe ja dann oben alles abgeschliffen und dann dachte ich, das Holz ist doch ganz schön und habe hier eine Seite auch komplett abgeschliffen, aber dann gemerkt, so schön ist das Holz doch nicht. Es ist halt alles in allem doch einfach nur verleimtes Kiefer oder Fichte, ich weiß nicht genau. Die restlichen Seiten habe ich jetzt einfach nur abgeschliffen, da waren halt super viele Tropfen und so Farbreste und jetzt ist alles schön glatt. Es ist schon interessant, wie sich der Umgang mit Ressourcen ändert, wenn man weiß, dass sie endlich sind. Unser mühsam gewonnener Solarstrom ist eine Sache, aber Strom aus einem Benzingenerator nochmal eine ganz andere. Da überlegt man schon dreimal, ob man jetzt hier wirklich nochmal drüber schleifen muss oder eben nicht. Die Sonne ist hinter dem Nebel schon untergegangen. Jetzt ist ja noch so ein Dunst irgendwie. Das ist richtig schöne Lichtstimmung. Ich will jetzt nicht sagen, es ist gutes Wetter. Das sieht anders aus, aber trotzdem ist es einfach... Na doch, es ist schon gutes Wetter eigentlich. Jascha hat die Fußleisten hier hinten abgeschrägt, damit wir hier Platz für unser Stromkabel haben. Und hier ist dann unser Steckdosenhalter. Wir haben uns dazu entschieden, unsere Elektronik auf Putz zu verlegen, weil wir unsere Wände nicht aufreißen wollten. Aber wenn schon auf Putz, dann mit Stil und auch markant, daher die Holzverkleidung.
sagen, ich war gestern noch ein bisschen unsicher wegen der Farbe, aber ich habe es auch nicht genau gesehen, weil es halt schon gedämmert hatte. Aber jetzt im Hellen finde ich es mega hübsch. Und ich hatte noch diese Knöpfe, bei denen ich mir jetzt auch erst nicht ganz sicher war. Aber die haben hier vorne noch so einen Schnörkel. Und den habe ich jetzt mal abgemacht bei den anderen und ich glaube, dann geht's. Also, die sind halt schon irgendwie wuchtig, aber sie sind auch süß. An der Stelle ein kleines Küchenupdate. Die Schublade ist fertig. Hat jetzt auch einen schönen Boden. Und kommt dann ja hier rein, wahrscheinlich für Besteck, denke ich. Außerdem hat Jascha schon eine Steckdose vorbereitet, die dann auch hier irgendwo hinkommt. Und Jascha hat hier schon so einen, keine Ahnung, wie nennt man das, so einen Schieber gebastelt. Ja, damit wir nun aber wirklich kochen können, fehlt natürlich der Herd immer noch. Wir haben jetzt zwar von der Spedition die Nachricht bekommen, dass er wohl kommt, aber da ist er immer noch nicht. Wir haben jetzt auch endlich hier schon ein paar Lebensmittel reingeräumt. Wir hatten die Lebensmittel ja schon die ganze Zeit jetzt eigentlich drin, weil es halt draußen zu kalt ist. Und wir haben halt hier so einen Schrank, in dem aber halt auch so Farben und Öle sind. Und da standen halt auch die ganzen Lebensmittel. Also es war eigentlich ein bisschen komisch, dass quasi die Fensterfarbe neben der Marmelade stand. Aber so war es halt und wir sind sehr froh, dass wir das jetzt ein bisschen trennen können. Oh, das ist das Schönste, was ich seit langem gemacht habe. Ich bin sehr, sehr happy gerade.